Moin oder was? Neuer Tag, neues Glück. Wir befinden uns in einer schönen Location, um genau zu sein, den schönen Rohren. Ihr kennt sie noch nicht, aber wir haben hier mal irgendwann abgetaped, was ihr noch nie gesehen habt. Deswegen starten wir das Ganze erstmal mit einem schönen Einspieler. 3, 2, 1. Oh, da ist das Ding, Alter! Da sind wir wieder und die Frage an Ette war, ob er nicht heute Bock hat, den Backflip dazwischen zu machen. Natürlich, wir sehen es an seinen Gesichtszügen. Ich hab so unglaublich Bock, ne? Ja, das sieht man dir auch an, ey. Das linke, rechte Nasenrohr, alle das Bock hier. Ich hab auch Bock, mir das anzugucken. Tierisch Bock. Ja, deswegen, Frontflip war schon sehr wild. Wahrscheinlich sogar noch wilder als der Backflip. Geht rein in die Vorbereitung. Das wird ein Wahnsinnsstart hier. Bei den Rohren da vorne habe ich einen Höhenunterschied bei dem rechten Rohr. Das ist ein bisschen höher, deswegen habe ich mir den Sandsack jetzt hier hingelegt und prep einfach mal, ob ich hier auch trotzdem auf einer Linie bleibe. So, und wenn das klappt, dann schmeiß ich mich natürlich rein. Klappt. Einen noch und dann rein. Schön im Spagat da. Aber ein bisschen nach links, ne? Ich sag mal so, selbst wenn du da auf dem Rohr so ein bisschen landest, du slidest ja dann so schön da runter. Also ist auch angenehm. Also wenn Andere zahlen für einen Slide. Wenn, dann gebe ich dem Ding einen dicken Bodycheck. Ja. Gut, jetzt wird das Ding aber auch abgecheckt. Das Rohr gibt eh nach. Also hätte, dass der danach gibt, auf gar keinen Fall. Und wie sehr das Rohr nachgibt, das kann man eigentlich ganz gut an einem Beispiel von Dwayne einspielen. Der ist dann nämlich auch mal Vollgas drauf gescheppert und hat das Rohr auch ganz gut nachgegeben. In diesem Sinne. Wenn wir schon beim Thema sind, kurzes Update zu Dwayne. Er ist immer noch im Krankenhaus und es ist leider immer noch unklar, wann er das Krankenhaus verlassen wird. Wir bitten euch, ihm nicht irgendwelche Nachrichten darüber zu schreiben, über seinen Aufenthalt und seinen Entlassungszeitpunkt. Und in dem Sinne weiter mit dem Video. So, damit ihr auch mal seht, wie schmal das hier eigentlich ist. Kurzes Update von unserem breitesten Member. Das ist schon verdammt schmal hier. Es ist verdammt rutschig, wenn ihr das noch nicht wusstet. Auf rechts stehe ich auf so einer kleinen Kante drauf, deswegen kann ich das schön nach oben abdrücken. Hier stehe ich aber so gegen die Wand, das heißt, wenn ich abdrücke, drücke ich automatisch hier so rüber. Ist nicht so ideal, aber könnte lustig werden. Der ist doch härter als gedacht. Das Schlimme ist, normalerweise bei Backpress oder so habe ich immer eine gerade Mauer, wo ich eine Richtlinie habe beim Abspringen. Und hier macht das Ding halt einfach einen Knick zur Seite. Deswegen habe ich überhaupt nichts, woran ich mich beim Abspringen noch orientieren kann. Ich muss auch zugeben, also der Frontflip, der ist geisteskrank, aber der Backflip ist genauso geisteskrank, weil das ist komplett schmal. Also das ist schon, für mal eben ist das schon eine ordentliche Nummer, das muss man schon mal sagen, auch in eine Kamera rein. 3, Komm. 2, 1. Junge! Voll den Kopf angehauen. Oh, ich sag, er macht Spaß. Hey. Macht Kopfschmerzen. Digga, du bist ja auch überall gegen gekillt, ne? Junge, auf einmal segelt der da unten nach rechts rüber und dann sieht ihn nicht mehr. Ich würde sagen, den gucken wir uns nochmal in Zeitlupe an. Weil ich noch nie so viel Spaß in meinem Leben hatte, mache ich das Ganze nochmal und dieses Mal hoffentlich auch richtig. Okay, dieses Mal ein bisschen mehr mit rechts abdrücken und dann sollte das auch klappen eigentlich. In dem Sinne, ready? Ja. Ja, Alter, was? Junge, du fucking Maschine, Alter! Also, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ja, Alter, was? Geil! Oh, Alter! Oh, gestummt! Bumm! Man muss es jetzt einfach auch mal in die Kamera rein sagen. Etienne ist der Mann der Stunde. Der Typ liefert in einer Tour. Wenn ihr Ette auch noch nicht privat abonniert habt, @EddieTheSick Insta. Bumm! Ja, Jasper und ich wollen ja jetzt nicht flexen, ja, aber auch wir, ja, die beiden Krüppels des Teams, haben was da zu bieten. In diesem Sinne, seht und staunet. Okay, ich mach den Anfang. Ich darf nur auf rechts landen. Alter! Alter Bär. Ding? Oh ja, Sick. war ganz okay. Boom, Junge! Alter! So, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, die Rohre befinden sich direkt neben unserem geliebten Rhein-Herne-Kanal. Ja, und was macht man für den Rhein-Herne-Kanal? Richtig, sich in Schale werfen. Wir schreiben den 9. Januar 2022. Der Kanal ist verdammt kalt und wir haben richtig Bock, die diesjährige Kanalsaisoneröffnung abzuhalten. Let's go! Gibt natürlich nur eine Stelle am Kanal, wo wir uns richtig wohlfühlen und das ist die Rote Brücke. Und deswegen kommt die Taucherbrille jetzt in Angriffsposition und rüber da.
wer das angekommen an der Roten Brücke. Ihr kennt das Vieh schon. Ja, es ist immer wieder ein Prachtexemplar und wir haben alle so tierisch wenig Bock, da runter zu hechten. Und das macht das Ganze so geil. In diesem Sinne rein ins kühle Nassau. So, die Klamotten sind wieder am Leib und ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon an dieser Brücke springen, aber wir haben noch nie gecheckt, wie hoch das ist. Deswegen haben wir jetzt mal ein Maßband mitgebracht und wollen einfach echt mal schriftlich haben, was da an Höhe zu ergattern ist. In dem Sinne, hoch da. Ein paar Wochen ist es her, wo wir hier das letzte Mal auf der Brücke waren und es ist jedes Mal wieder ein schöner Anblick. Guckt es euch an. Genau da in der Ecke haben wir mal gepennt. Sag mal moin oder was? Heute sind wir aber ein bisschen wacher unterwegs, deswegen messen wir jetzt erstmal aus und jagen uns dann bestimmt auch gleich das eine oder andere Mal hier runter. Wir befinden uns auf Startposition. Wir haben als Gegengewicht haben wir natürlich das einzige genommen, was sich als Gegengewicht anbietet. Einen klassischen Holy Shaker. Und den schmeißen wir jetzt hier mal gekonnt runter. Da ist er im Wasser. Er ist angedockt. Alter, 8,40 Meter. Alter Lachs. Digga, ich dachte es wären 6 Meter oder so. Okay, das sind dann doch die guten 13, glaube ich, da oben. Wir gucken einfach, wie das oben aussieht. Alter, erstmal holen wir jetzt den Holy Shaker wieder hoch. Ja. Und mit der grandiosen Aussicht sind wir oben angekommen, wie man sehen kann. Und jetzt messen wir hier auch mal. Dann wollen wir mal gucken. 14. Alter, arschgenaue 14. Verdammter Lachs. Geil. Rate mal! 28! Hast du genau getroffen? 2 Meter mehr, als wir die ganze Zeit gedacht haben. Alter, guck mal, wie das Ding am Fliegen ist. Ja. Das ist in der Luft, ne? Ja, das ist in der Luft gerade. Geil. Guck mal, Junge! Das ist saugefährlich, der Klient gefährlich. Ganz ehrlich, aber ganz echt. Siehst du noch richtig? Ey, wir machen das professionell, ist das Ding, weißt du? Ja, genau. Schön ohne Sicherung. Nein, wir machen Parcours und so weiter. Wir rollen uns einfach ab dann. Da hat man doch umso mehr Bock, sich jetzt hier runter zu jagen, oder? Ich bin hier schon hochgelaufen. Digga, ich habe so eine Angst vor Höhen. Ne? Also Höhenangst jetzt nicht in dem Sinne, aber hier runter zu springen ist sowas von scary. Vor allem, man läuft auch noch auf so einem dünnen Träger hier, ne? Ja, das wird für mich gleich eine heftige Überwindung werden. So Leute, nochmal kurz hier das Jäckchen übergestülpt. Ich bin nämlich der erste Glückliche, der das kühle Nass erkunden darf. Ich habe tatsächlich vor, von der Mitte, das heißt von den 8 Metern, meinen ersten Backflip nach der Hüftverletzung runterzuschmeißen. Tierisch Bock drauf, am meisten Schiss tatsächlich vor der Kälte. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, wie sich das Ganze im Wasser so eigentlich verhält. Wie wir bei unseren sämtlichen Eisbad-Sessions in letzter Zeit auch mitgekriegt haben, die Füße ist das Schlimmste. Das heißt, ich bin nicht dumm und mache nur den Oberkörper. Alter Lachs. Ja, mit den Füßen hat ja gut geklappt. Also das macht mich schon glücklich, hier wieder so klettern zu können. Vergleich im kühlen Nass zu landen mit einer Rückwärtsrotation ist das Schönste. Das Wichtigste bei dem Sprung ist, dass die Hüfte nicht wieder auskugelt. Deswegen noch ein bisschen Energiezufuhr, Holy Energy. Lemon, Gurke haben wir im Gepäck, passend zum Sommerwetter. Also Leute, Schale geworfen sind wir und damit eröffnen wir höchstfeierlich am 9. Januar 2022 mit gebrochener Hüfte die Rhein-Herne-Kanalsaison. Rein in den Holger! Ist kalt? Scheint ziemlich kalt zu sein, aber richtig nice. Wer hätte das gedacht, dass Jan so früh wieder anfängt, irgendwelche Flips zu senden? Das ist schon verdammt geil. Freut mich einfach auch persönlich richtig. Wahnsinn. Oh nee. Von der Temperatur geht's, deswegen schmeißen wir nochmal runter. Alter, das war mein erster Flip nach 5 Monaten. Und jetzt, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Man muss ja sich auch irgendwie steigern. Deswegen geben wir nach dem ersten Flip des Jahres und dem ersten Sprung, im zweiten Sprung 2 Flips. Ist klar. Scheint auch ein bisschen frisch zu sein, oder? Meine Finger sind so was von eingefroren. Ich habe auch Respekt, jetzt wo der Hype wieder leicht weg ist. Aber stolz. Das wird sich schon irgendwie so verhalten, dass das in Ordnung geht. Ja, ich denke auch. 3, 2, 1, sendet. Ja! Junge, ey, ich bin sprachlos. Ich gönne dem das einfach von Herzen, ne? Das ist einfach nur geil. Richtig sicker Jump, perfekt gelandet. Scheint nichts mit der Hüfte zu sein. Einfach nur herrlich. Kann gar nicht so ganz greifen, Alter. 5 Monate später.
mehr Flips als Sprünge gemacht. Geil. Kann nicht mal reden, weil alles eingefroren ist. Ich bin mittlerweile angezogen, ich bin ein bisschen runtergekommen und ich bin einfach nur hyped trotzdem noch. Sind genau 5 Monate, nachdem ich mir die Hüfte ausgekugelt und gebrochen habe. Und das war jetzt der erste geile Jump wieder, 8 Meter Double Layout. Also ich bin wirklich so happy. Also ich würde noch lange nicht sagen, dass das Comeback war, dass ich jetzt wieder am Start bin. Weil Parcours und so, das geht schon immer noch, muss immer noch sehr, sehr vorsichtig sein. Aber also das erfüllt mich wirklich mit einer Menge Freude, das muss ich einfach mal so sagen. Ich habe so keine Lust, ne? Was war eigentlich das Höchste, was bisher so gesprungen bist? Klippen haben wir ja selten gemessen, aber sonst eigentlich ein Zehner im Schwimmbad. Das ist auch schon ewig, also wirklich so lange her. Jetzt noch mal 4 Meter oben drauf. 10er im Schwimmbad, jetzt erstmal natürlich im urbanen Raum und dann noch direkt fast die Hälfte nochmal oben draufsetzen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn man so halt überhaupt nicht gewöhnt ist. Ja, und das wird jetzt erstmal für ihn persönlich eine richtige Überwindung, ein richtiger Stand. Das ist schön, einfach Jasper auch mal in dieser Verfassung zu sehen. So einfach diese Zen-Verfassung. Einfach, man geht mit einer Kein-Bock-Einstellung oftmals einfach an die Sache ran und pusht sich einfach selber dazu, dass man sich da reinwirft. Weil man denkt, weil man weiß, man kann es und es ist wirklich kein Ding eigentlich für einen. Es ist nur eine mentale Sache. Aber dieser Weg dahin ist natürlich echt oftmals nicht spaßig und anstrengend. Ich denke mir nur gerade bei jedem Meter, den ich hochkletter, verdammt, den muss ich auch wieder runterspringen. Deswegen brauche ich jetzt nochmal einen ordentlichen Schluck Motivation. Kann nicht schaden, ey. Wirklich verdammt viel Angst. Hilft alle nix. Du bist ready, das wissen wir. So ready, wie man sein kann. Ich habe einfach diese unbegründete Angst, dass ich irgendwie auf dem Rücken lande. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, weil eigentlich kann es nicht passieren. Aber trotzdem habe ich irgendwie Schiss, dass ich mich in Rückenlage bewege und dann voll auf den Rücken klatsche. Das ist mir übrigens auch schon mal passiert, als ich mit dem Schirm von der Brücke gesprungen bin. Kleiner Einspieler. Jo. Klar, der Schirm hat mich natürlich nach hinten gerissen, so, aber irgendwie Angst ist trotzdem da. Egal, hoch da. Ja, aber da könnt ihr auch einfach mal sehen, dass jeder im Team einfach so seine Spezialitäten hat. Und bei Jasper ist es halt absolut nicht die Höhe. Auch wenn ihr in den Videos immer seht, dass wir von was weiß ich springen. Weil er ist halt die ganze Zeit verletzt gewesen, der Zeit, wo wir immer höher gegangen sind. Aber gut, vielleicht ist das jetzt genau der Startschuss, ne? Und mit dem Szenario sind wir oben angekommen. Schöner hättet uns nicht treffen können. Jasper, was sagst du? Ja, schön ist es schon, aber ich würde den Ausblick eigentlich lieber von oben betrachten. Bisschen Schwund ist immer, deswegen nicht lang schnacken. Kein Kopf in den Nacken, aber Kopf unter Wasser. Ich darf da nicht runter gucken, ich muss mich hinstellen und direkt runterspringen. Genau. Ich muss sagen, so langsam macht mir die Kälte doch ein paar Gedanken. Da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht. Aber es wird ja auch verdammt kalt. Nicht nur hoch, aber ich hoffe mal, Adrenalin wird regeln. 3, 2, 1, sendet, come on, come on, jawohl! Ich bin stolz auf Jasper, bin absolut stolz auf Jasper, geil, sein persönlicher Ascent einfach. Das heißt jetzt aber auch, dass ich mich reinwerfen muss und ich werfe mich hier oben mit einem Gainer runter. Heißt Rückwärtssalto, aber nach vorne springen. Wasser spiegelt ganz schön, man kann die Höhe halt schlecht einschätzen, aber ich denke mal, das wird schon. Alter, das war ein geiler Cent, hochgegangen und runter. Jetzt kommen wir erstmal hier hin und lass dich umarmen, also das ist einfach nur herrlich. Feuchtfrische Umarmung oder was? Aber so was von. Und, wie war? Ich kann mich kaum dran erinnern irgendwie. Nur gesehen, dass das Wasser auf einmal da war. Ich bin eingetaucht, ne? Gefühlt muss ich 30 Sekunden nach oben schwimmen. Richtig geil, ey. So sieht ein erleichterter und natürlich schöner Mann aus. Jetzt sind wieder einige Minuten ins Land gezogen. Mir ist inzwischen doch arschkalt geworden. Jasper ist da, ich ziehe jetzt blank und dann geht es für mich auch hoch. Es ist so geisteskrank kalt hier oben. Der Wind ist aufgefrischt. Meine Füße sind am Frieren. Alter Lachs. Da hast du überhaupt keinen Bock, dich hier jetzt mit Spannung hinzustellen und überlegen, dass du runterjagst. Alter, mir ist auch verdammt kalt, vor allem am Kopf, weil Haare sind noch nass und Wind zieht durch wie sonst was. 3, 2, 1, sendet! Was ist mit dem Typen eigentlich, sag mal? Wir standen hier ungefähr 20 Sekunden. Der sagt einmal, dass ihm kalt ist und auf einmal in der nächsten Sekunde segelt der da schon runter. Verdammt nochmal. Das ist doch einfach nicht mehr lustig mit dem Jungen. Das ist ja auch wirklich nochmal eine ganz neue Erfahrung. In Eiswasser, mit dem Kopf runter, dann bist du erstmal ein bisschen unter Wasser und musst erstmal gucken, dass er wieder hochkommt. Oh, das brennt ja auch wirklich instant, ne? Oh, Alter, aber die Airtime, das war wahr. Das war wirklich abgesprungen, einfach erstmal schlafen legen und dann irgendwann den Kopf mal in den Nacken und... Schön ist das. Das war geil, ey. Dann sogar rausgekommen, perfekt, nicht überdreht, gar nichts. Auch du, natürlich.
Das war geil. Das war geil. So, das war ein verdammt geiler Tag heute. Jeder von uns hat nochmal sein eigenes Limit ein bisschen gepusht. Und genau deswegen haben wir uns nochmal was Besonderes jetzt spontan ausgedacht. Und zwar werden wir ein Gewinnspiel veranstalten. Wir verlosen 3 Schlappen Support Bundles unter euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns auf Instagram @freerunningschlappen folgen und unter dem neuesten Post, also vom 23.01. zu kommentieren, wer der Dümmste von uns ist. Ja, und da haltet ihr euch ja nicht zurück, ja, geht Vollgas auf den Neuen drauf, ja, an Domme, Jaspek, Jasper Pollex, Ette, Dwayne und mich, ja, einfach sagen, wer der Dümmste ist, Vollgas drauf senden, ja, und die 3 geilsten Begründungen oder Antworten, Kommentare von euch, ja, die werden dann hier so einen schönen Schlappen Support Bundle zugeschickt kriegen, 2 Poster, einen Haufen Armbänder, einen Haufen Schlappen und auch noch eine persönliche Widmung, ja, und zuschlagen. In diesem Sinne, Rein ins Outro! Outro! Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Meinten die mir gerade Fabio Wieper oder sowas anzumachen. Das ist das einzig Wahre. Nix Fabio Wieper. Das heißt, ich bin nicht dumm.